Ja, hallo liebe Leute, neues Tutorial und zwar hier soll ein runder Griff konstruiert werden mit Griffmulden. Das Ganze habe ich hier als Frage in einer Facebook-Gruppe gefunden und das hat er mir jetzt hier schön verschlagen. So, da haben wir es und zwar das war das, was der Fragesteller schon gemacht hatte und er wollte jetzt wissen, wie er das eben hier so schön als Griffmulden drum macht. Das war mein erster Versuch und jetzt möchte ich hier zeigen, wie man das konstruiert und dass das komplett auf den Griff kommt. So, dann gehen wir mal wieder in FreeCAD zurück und zwar bei dem Versuch hatte ich das mit dem Torus gemacht, also mit so einer Grundfunktion hier, Torus. Das möchte ich hier jetzt nicht machen, das möchte ich wirklich konstruieren. Also wir fangen an, Datei ist neu, ein neuer Körper. So, das Ganze, das nennen wir Griff. Und so, gerade mal das hier richtig hängen, damit ich besser an die Tastatur komme. So, dann fangen wir an. Ich mache mal die Ebenen an. Der Griff, der soll so in der XY-Ebene liegen und das heißt, ich muss so einen Torus hier konstruieren. Wie gesagt, den mache ich nicht mit der Grundfunktion, sondern den mache ich wirklich von Hand. So, wie mache ich den von Hand? Ich gehe auf die XZ-Ebene und zeichne hier einen Kreis ein und den lasse ich dann mit dieser Funktion Drehtal hier zu einem Torus machen. Okay, fangen wir an. Also auf der XZ-Ebene wird konstruiert, also können wir die hier wieder unsichtbar machen. Ich wähle die XZ-Plane aus und mache eine neue Zeichnung. So, ich hätte auch direkt die neue Zeichnung machen können, dann hätte ich die auswählen können, aber so geht es halt auch. So, dann wo soll der hin? Wo der hinkommt, ist jetzt erstmal egal. Das heißt, ich zeichne den hier hin und dann kriegt der einen definierten Durchmesser. Da setze ich das auf 40 mm. Das ist schon ein schöner Griff, der schön in der Hand liegt dann. Und dann kriegt der jetzt hier einen Abstand zu dieser Mittellinie. Und zwar, da habe ich mir so einen Zollstock genommen, hat so überlegt oder mit meiner Hand und habe gedacht, so 200 mm Radius, das sollte eigentlich ganz gut sein. Also machen wir den Abstand hier einfach auf 200 mm. So, das ist jetzt der Kreis und der soll jetzt als Drehteil halt gedreht werden. Ich mache mal gerade oben die Tastenkommandos nach an, damit er besser sieht, wenn ich was tippe. So, wir können die Zeichnung nun beenden und daraus wird ein Drehteil. Und dann wird jetzt hier gefragt, um welche Achse soll das denn gedreht werden. Jetzt hat er leider die Zeichnung unsichtbar gemacht, die können wir wieder sichtbar machen. Und dann sieht man hier, das ist diese rote Linie hier und das ist die X-Achse. Also wählt man hier einfach die Basis X-Achse aus und dann haben wir den Torus konstruiert. Dann können wir hier OK klicken und in der Aufsicht, also wollte ich es eigentlich nicht haben, aber sei es drum, machen wir es ruhig in dieser Ansicht. So, das heißt, ich möchte jetzt hier so ein Teil rausschneiden, und zwar 90 Grad von diesem Bogen. Das heißt, ich wähle jetzt hier wieder eine entsprechende Ebene aus, und zwar die YZ-Ebene ist das. Hätte eigentlich die XY-Ebene sein sollen, aber irgendwas habe ich falsch gemacht, aber die Richtung spielt nicht die große Rolle. So, das heißt, ich wähle jetzt die YZ-Ebene aus, die haben wir hier, und auf der mache ich einen neuen Sketch. Und dieser Sketch, der soll jetzt das hier oben rausschneiden. Wie macht man das? Ich mache das im Normalfall so, dass ich hier mit Polygonen etwas konstruiere. Und das sieht so aus. Und zwar die Tasche, die ich gleich verwenden möchte, die muss ja das definieren, was rausgeschnitten wird. Das ist der untere Teil hier. Deshalb reicht es nicht, hier oben was rauszuschneiden, dann hätte ich den unteren Teil behalten. Also so muss das Teil aussehen.
Und dann haben wir hier einen Winkel von da nach da. Das sind 45 Grad. Und dann machen wir die beiden hier zu dieser Achse symmetrisch. Damit ist das hier auch der Winkel 45 Grad. Und ich kann das jetzt noch bemaßen, damit das eingeschränkt ist. Muss nicht unbedingt. Das machen wir 600. Das Maß machen wir auch 600. Und dann habe ich das definiert, was ich da rausschneiden möchte. Das liegt jetzt hier so mittendrin. Wenn ich jetzt hier auf die Tasche klicke mit der selektierten Zeichnung, dann wird hier sowas rausgeschnitten. Das ist auch so ganz gut, aber so soll es natürlich nicht sein. Einmal muss das symmetrisch werden zu einer Ebene. Das ist aber immer noch nicht gut. Und jetzt geht man einfach hierher und klickt hier durch alles und schon haben wir den Griff hier entsprechend rausgeschnitten. So soll der Griff also aussehen. Wir machen jetzt hier an die Enden noch eine Rundung. Das heißt, einmal hier die Rundung auswählen und dann wähle ich 5 mm und dann habe ich den Griff in seiner Grundform schon da. Okay, jetzt soll hier eine Ellipse so rausgeschnitten werden, hier unten, und die soll dann erstmal hier so rum gedreht werden. Das ist gar nicht einfach. Ich hatte das vorhin bei dem Beispiel hier in der Mitte gemacht, aber die Funktion für die polaren Muster lässt leider das nicht zu, dass man das dann nach links und rechts machen lässt. Also muss ich wirklich hier eine Datumplane konstruieren. Ne, muss ich nicht. Ich muss halt wirklich dieses Teil, was ich hier rausschneide, hier hinsetzen. Und das heißt, da fange ich an. Wir schauen wieder nach, auf welche Zeichnungsebene muss das. Gucken wir mal an, das ist die YZ-Ebene, auf die das Teil konstruiert werden muss. So, dann können wir die beiden hier wieder unsichtbar machen, diese Achsen. Und ich habe ja gesagt, die YZ-Ebene, das ist diese hier. Und da machen wir einen neuen Sketch drauf. Und das gibt jetzt hier eine Ellipse. Und zwar, die machen wir hier. So wird die da rein konstruiert. Kriegt irgendwelche Ausmaße. Und die kann man jetzt noch drehen. Das heißt, das hier ist frei beweglich. Und die muss ja hier auf diesen Punkt fluchten. Also zeichnen wir hier eine Konstruktionslinie ein. Die fängt da an und geht dahin zum Beispiel. Und die kriegt jetzt einen Winkel. Machen wir mal gerade den Winkel. Und zwar nicht gerade 45 Grad, sondern dann würde ich ja, wenn ich das da hinsetzen würde, wird das nicht richtig aussehen. Das heißt, da machen wir jetzt einfach mal 55 Grad. So, dann wird der Punkt hier, der kommt da drauf. Taste O ist das Ganze. Und der Punkt hier, der kommt auch hier drauf. So, jetzt habe ich das so, dass ich, wenn ich diese Linie hier bewege, also wenn ich den Winkel ändere auf 50 Grad, dann wandert die Ellipse mit. So, die Ellipse ist jetzt aber noch gar nicht bemaßt und das ist auch gut so. 55, weil die muss ja jetzt erstmal hier vernünftig reingesetzt werden, dass das so aussieht wie eine Griffmulde. Das heißt, da kann man das jetzt so machen. Dann können wir das hier umschalten, dass wir sehen, wie die da so reingreift. Das heißt, in dieser Ansicht. Und das ist vielleicht ein bisschen tief, aber es kann ruhig ein bisschen breiter werden. So zum Beispiel. So kann ich mir das schon vorstellen, dass das so eine Griffmulde, dass die so aussieht. Das heißt, diese Maße nehmen wir jetzt. Ich bemaße jetzt einfach den hier 82
Und diese Linie hier auch, oder da machen wir jetzt einfach mal das zu dem Maß 46. Und dann haben wir noch den Abstand hier. Das heißt, da bemaßen wir jetzt das zu dem Punkt hier, das Maß. Und das ist jetzt im Prinzip der Radius dieses Kreises, mit dem man das so rumdreht. Und das machen wir mal auf 139. So, jetzt ist diese Ellipse eingeschränkt. Die ist aber noch nicht fertig. Und zwar, ich zeichne jetzt hier noch eine Linie. Und zwar von diesem Punkt hier. Da muss man darauf achten, dass wenn man da hinfährt, dass er da so ein Kreuzchen rausmacht. Das machen wir hier unten auch so ein Kreuzchen. Und dann wird das da noch weggeschnitten. Hier mit dieser Funktion einmal da, einmal da. Jetzt muss man gucken, warum ist die nicht mehr eingeschränkt. Schwer zu sagen. Ich lasse es jetzt einfach so. Das heißt, daraus mache ich jetzt eine Nut, und zwar mit dieser Funktion hier. Und diese Nut, die möchte ich aber hier auf der Konstruktionslinie 3 machen. Konstruktionslinie 1 und 2 sind die von der Ellipse, also ist das Konstruktionslinie 3 und da ist die Griffmulde da drin. Die sieht schon mal ganz gut aus und die können wir so nehmen. So, jetzt kommt das schwierige Unterfangen, und zwar, wir müssen jetzt hier eine Datum Plane reinbekommen. Diese Datum Plane, die wird konstruiert auf der XZ-Plane und die wird entsprechend gedreht. Also wir nehmen die XZ-Plane, machen eine neue Datum-Plane und das ist aber nicht richtig. Da glaube ich auch vorhin mein Fehler. Gucken. Machen wir mal die Datum Plane auf der. Ich glaube, ich habe XZ Datum Plane. So, die ist richtig. Und die muss jetzt wieder entsprechend gedreht werden. Das war, soweit ich weiß, vorhin um die X-Achse. Also machen wir das nochmal 45. Und das wäre aber in dem Fall minus 45. Also da hinten muss sie hin. Moment, Datum Plane minus 45. Und aber wir haben ja das hier nicht da konstruiert, sondern auf diesen. Das ist ja ein bisschen anders gedreht. Da gucken wir jetzt nochmal in den Sketch rein. Da hatten wir ja die 55 Grad statt die 45. Also ist das 10 Grad gedreht. Also gehen wir nochmal auf die Datum Plane und die wird nicht um minus 45, sondern nur um minus 35 Grad gedreht. Und dann geht die da so wunderbar durch. Und das ist jetzt die Ebene, auf der die hier so gedreht werden sollen. Und jetzt muss man sich noch überlegen, worum werden die überhaupt gedreht. Das heißt, ich wähle jetzt einmal, wahrscheinlich hätte ich das gar nicht gemusst. Gucken wir uns das mal hier an. Das muss man gar nicht machen. Ich lasse mir den mal hier einblenden. Und zwar die Drehachse kann ich einfach hier rein konstruieren. Das heißt, ich konstruiere hier jetzt eine zweite Konstruktionslinie ein.
Die lassen wir hier so durchgehen. So, die kriegt hier den Winkel. Und da muss man sich jetzt überlegen, wie der lautet. Also 55 Grad ist es nicht, sondern es ist 55 durch 2. Nee, das ist es auch nicht. Es sind wahrscheinlich 90 minus 55. Gucken wir uns das mal an. Das ist der. Meine Minustaste geht nicht mehr richtig. Jo, das ist richtig. Also 35 Grad. Und dann muss der hier jetzt noch auf die richtige Höhe. Und das heißt gar nicht so untricky. Das heißt, ich erzeuge hier jetzt einen Punkt. Den machen wir einmal hier drauf. Und der Punkt, der wird auch da drauf festgelegt. Und dann kann ich diesen Punkt jetzt bemaßen. Zu diesem Punkt. Und das werden 200 mm. So, dann haben wir da eine neue Linie drin. Gucken wir uns das mal an. Und jo, das sollte funktionieren, wobei der Groove hier jetzt kaputt ist. Gucken wir uns den mal an. Ach, das ist der Groove. Natürlich ist... Nee, der sollte nicht kaputt sein. Gucken wir uns das nochmal an. So, das ist der Groove. Und der geht auf einer dieser Linien. So. Machen wir den einfach nochmal neu. So sieht das Ganze aus. So, den Sketch hier, da möchte ich eine Nut machen. Und zwar auf der Konstruktionslinie 3. Wire is not closed. Das heißt, hiermit stimmt irgendwas nicht. Das ist auch der Grund, warum das vorhin hier nicht grün wurde. Das heißt, die beiden hier, die verbinden wir. Ja, das mag er nicht. Dann machen wir das mal hier weg. So, jetzt verbinden. Das ist aber komisch. Machen wir den auch mal gerade weg. So, wer kann denn jetzt hier noch stören? Den mal weg. Den mal weg. So. Den binden wir da dran. Und das wird darauf. Den machen wir da dran. Und jetzt müssen wir noch diese Linie hier richtig platzieren. Und zwar, das ist rechtwinklig. Und dann haben wir noch das Maß hier. Das war ja irgendwas mit, nimm es ruhig mal mit 75. Gucken, wo ist denn jetzt noch was? Ja, genau. Das Maß hier. Da hatte ich irgendwas mit 80. Und
schließen wir das Ganze und der Groove so, der liegt da zu weit außen. Gucken uns den nochmal an. Okay, das Maß ist okay, aber das Maß hier nicht. Das Maß da nicht. Jetzt schieben wir den einfach hier so rein. So, dann ist der Groove fertig, wenn wir hier die richtige Konstruktionslinie auswählen. Und da, so sieht es richtig aus. Okay, so, jetzt geht's weiter. Also man merkt schon, das ist gar nicht so easy. Jetzt haben wir ja hier diese Datum Plane. Und ich habe hier diese Linie da drin, um die das jetzt ein polares Muster erstellt werden muss. Das heißt, da wird jetzt der Groove ausgewählt, dann hier mehrere Mehrfachtransformationen erstellen, und zwar hier unten mit Rechtsklick. Das erste ist ein polares Muster, und zwar dann, das dreht sich um, da muss man jetzt gucken, welche das ist. Das wird sie wahrscheinlich sein. Jo, und schon haben wir es richtig. Und jetzt kann man hier noch, wenn man hier so ein bisschen runterfährt, die Anzahl ändern. 5. Jo, so können wir das ruhig machen. 5,5 geht leider nicht. Man kann jetzt gleich noch, wir machen das ruhig mal mit 5. Und dann geht man jetzt einfach her in diesen Sketch hier und überlegt sich, okay, wenn ich den jetzt wieder ein bisschen runterziehe, dann sieht das so besser aus. Okay, also dann haben wir den ersten Teil dieser Mehrfachtransformation erstellt. Und dann machen wir hier einen Doppelklick auf die Mehrfachtransformation und können jetzt noch ein polares Muster hinzufügen. Und das wird jetzt im Winkel, und zwar, wir haben hier 35 Grad in die eine Richtung, 35 in die andere, also sind das nur 70 Grad. Und das kann, ne, die Richtung war schon richtig. Das braucht einen Moment, bis er das berechnet hat. So sieht das doch ganz gut aus. Und jetzt können wir hier einfach die Anzahl hochfahren. Einfach ist gut. Ihr habt schon gemerkt, da komme ich auch gedanklich an Grenzen. So, jetzt haben wir 5. Machen wir mal 6, das wird auch noch passen. So, und da ist der Koffergriff fertig. So, vielleicht können wir noch eine 8, eine 7 machen. Mal gucken. Jo, die geht auch noch. Okay, und da ist der Koffergriff fertig. Aber ihr habt gemerkt, das ist wirklich was, wo man sehr viel Gehirnschmalz einsetzen muss. Und hier unten, da hängen die auch so zusammen. Da kann man jetzt halt noch hier den Sketch wählen und kann den weiter ein wenig runterziehen. Oder aber den doch ein bisschen runterziehen. Ist in dem Fall richtig. Wir können mal das wieder einblenden. So, das ist ja das Teil, was hier so gedreht wird. Wäre wahrscheinlich besser, wenn man die Ellipse so liegen hätte und dann hätte man ein bisschen mehr Einfluss darauf. Hier kann man jetzt wirklich nur, um das da kleiner zu machen, entweder dieses Maß hier ein bisschen kleiner machen. Das heißt,
Da haben wir 75, da machen wir mal 70 raus. So, er hat hier zu rechnen. Und dann schauen wir uns das von der Seite an. Das heißt, in dem Fall ist das diese Ansicht. Und dann können wir jetzt das hier noch ein bisschen runterziehen. Und dann, er rechnet jedes Mal diesen Groove noch an, auch wenn ich den gar nicht sehe. Und ich kann das jetzt schließen und dann sieht man das so. Und dann hängen die hier wirklich Stück an Stück. Also so wäre das schon ziemlich perfekt. Gut, damit Griff erzeugt. Der Faltersteller hatte hier noch Löcher drin. Vielleicht war der auch komplett durch, mit einer Bohrung durch. Das weiß ich nicht. Geht aber genauso. Das heißt, ich kann jetzt hier eine Zeichnung hier auf der Seite konstruieren. Und dann müssen wir einmal die Datum Plane unsichtbar machen. Schauen wir uns mal an. Wo sind wir hier? Ja, da kommt das hin. Da machen wir einen Kreis drauf. So, dieser Kreis, der kriegt jetzt hierzu einen Abstand. Das müssten eigentlich minus 200 mm sein. Meine Minustaste funktioniert nicht mehr richtig. Ich muss eine neue Tastatur haben. So, dann wird der Punkt natürlich hier drauf Taste O drücken. Dann ist er schön mittig. Dann machen wir noch den Durchmesser hier. Da machen wir 10 mm. Und das soll jetzt hier so durchgebohrt werden. Womit macht man das? Auch mit einem Groove bzw. einer Nut. Das heißt, einfach Nut auswählen und dann auf welcher Ebene wird es denn angezeigt. So, gucken wir uns das mal an. Und zwar, das ist die X-Achse in diesem Falle. Das heißt, wir wählen einfach hier die X-Achse aus. Und dann haben wir da so ein Loch durch. Okay. Gut, das ist jetzt wirklich, das Loch geht hier so durch und da kann man dann, wenn man das drucken lassen würde, einen Draht durchziehen, um das Ganze halt stabil zu machen. Okay, ich denke mal, das reicht. Wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!